Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu dieser Sailor Moon Zusammenfassung. Eigentlich wollte ich ja nach der Reihenfolge gehen, aber jetzt habe ich dieses Musical nochmal geschaut und dachte mir, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch ein Video dazu machen. Es handelt sich um Aino Sanctuary, also das Heiligtum der Liebe, aus dem Jahr 2002. Es hat sogar eine neue Story mit neuen Bösewichten. Aber irgendwie habe ich das nie auf dem Schirm, weil es im Rahmen eines größeren Events aufgeführt wurde, nämlich dem 10-jährigen Jubiläumsfestival. Und mit seinen 75 Minuten ist es auch recht kurz. Aber heute schauen wir uns trotzdem an, worum es da geht. Achtung, Spoilerwarnung. Okay, los geht's. Die Sailor Senshi gehen gemeinsam zu einem Wrestling-Match, da sie große Fans des Wrestlers Jaguar Mask sind. Dieser kämpft gegen Black Sirius Scorpion. Durch Sabotage gewinnt Scorpion und nachdem er den finalen Schlag setzt, rastet Jaguar Mask plötzlich aus und entführt eine Frau aus dem Publikum. Er ist natürlich nicht Herr seiner Sinne und wird von den Bösen manipuliert. Die Senshi suchen nach Hinweisen, können aber nicht herausfinden, was los ist. Es gibt auch einen mysteriösen Kommentator des Spiels, Hikaru Kurosuki, der offensichtlich über die Identitäten der Senshi Bescheid weiß und wohl auch zu den Feinden gehört. Aber er scheint irgendwie anders zu sein. Nun zeigen sich auch die Feinde. Der Wrestler Scorpion ist eigentlich Dark Nibiru und hat auch eine Gruppe weiblicher Bösewichte dabei, die alle irgendwas mit Dark heißen. Jedenfalls kommen die vom Planeten Dark Sirius. Sie glauben, der Silberkristall gehört eigentlich ihnen und wurde ihnen vor 6000 Jahren gestohlen. Dadurch verschwand auch das Licht von dort und das wollen sie sich jetzt zurückholen, indem sie den Silberkristall wieder zu ihrer Sonne machen. Nebenbei wollen sie natürlich auch die Herrschaft über das Universum. Aber zu den Bösewichten und ihrem Planeten sage ich am Ende noch mehr. Zurück zur Handlung. Dark Nibiru will angreifen, jedoch hält Tuxedo Mask ihn auf und auch Sailor Moon und die anderen verwandeln sich und kämpfen. Die Bösen wollen jetzt Chibiusa entführen, aber dank Sailor Pluto können Chibiusa und Tuxedo Mask zum Raumzeittor fliehen. Aber dort lassen die Feinde auch nicht lange auf sich warten. Zum Glück kommen die Outer Senshi zur Rettung und bald darauf auch die anderen. Es gibt also einen erneuten Kampf, aber die Sailor-Kriegerinnen können nichts ausrichten. Ihnen wird jetzt klar, dass Nibiru und Co. gar nicht physisch da sind. Dieser stiehlt jetzt die Starseeds der Inner Senshi und sagt Sailor Moon, dass er auf seinem Planeten warten wird. Sie soll ihm den Silberkristall geben. Hikaru, also der Kommentator, erzählt den restlichen Senshi jetzt, dass er seit seiner Kindheit immer eine Stimme gehört hat, die ihm sagte, er solle die Menschheit vernichten. Vor 2 Jahren hat sich die Stimme zu der von Nibiru verändert und ihm befohlen, ihm zu helfen. Die Feinde wollen ihn wegen seiner übersinnlichen Fähigkeiten. Jetzt ist sich Hikaru aber nicht mehr sicher, wer er eigentlich ist und auf wessen Seite er steht. Plötzlich bekommt er von Nibiru den Befehl, Sailor Moon in einen dunklen Subraum zu schicken und er muss gehorchen. Dort findet Sailor Moon ihre sterbenden Freundinnen vor. Es ist zu spät, sie sind kurz darauf tot. Die Feinde kommen dazu und beschuldigen Hikaru, ein Verräter zu sein. Doch da kommen plötzlich seine Erinnerungen zurück. Er ist nämlich in Wirklichkeit Prince Demand. Yep. Das soll wohl in Kontinuität mit dem vorhergehenden Black Lady Musical sein, denn dort wird Demand am Ende von Sailor Moon bekehrt. Er ist jetzt anscheinend wiedergeboren worden. Und jetzt hilft er den Sailor-Kriegerinnen sogar im Kampf und mit vereinten Kräften können sie die Bösewichte besiegen. Demand bringt auch die verstorbenen Inner Senshi wieder zurück. Man könnte meinen, alles ist gut, aber Überraschung, Nibiru hat doch noch überlebt. Es gibt einen letzten Kampf, in dem Sailor Moon dann auch zu Eternal Sailor Moon wird. Übrigens, Jaguar Mask, also der gute Wrestler, war auch die ganze Zeit bei den Feinden, ist jetzt aber von der Gehirnwäsche befreit und hilft ebenfalls den Senshi. Nibiru wird jetzt endgültig besiegt und damit ist die Geschichte dann auch wirklich zu Ende. Danach folgen noch über 1 Stunde lang Ausschnitte von diesem 6-tägigen Festival, also Interviews mit ehemaligen Sailor Moon-Darstellern und ein paar Auftritte. So, nun nochmal zu den Bösewichten. Da habe ich nämlich was Interessantes herausgefunden. Also laut dem Musical soll der Planet Dark Sirius der 3. Planet im Orion-Sternenbild sein. Nibiru sagt auch, die anderen Leute in seinem Team sind die Monde seines Planeten.
In der Realität gibt es tatsächlich einen Himmelskörper namens Sirius, der ist aber ein Doppelsternsystem, also 2 Sonnen und kein Planet, und außerdem ist er im Sternbild Großer Hund. Ja, Harry Potter-Fans, jetzt wisst ihr auch, warum Sirius Black so heißt, falls ihr das noch nicht wusstet. Viel interessanter finde ich aber den Namen Nibiru. Das soll nämlich angeblich der 12. Planet sein und um ihn ranken sich Verschwörungstheorien. Zum Beispiel sollte er es auch sein, der 2012 den Weltuntergang auslöst, indem er mit der Erde kollidiert. Das ist natürlich alles total unwissenschaftlich. Aber ich finde es deshalb interessant, weil man mit Nemesis und Vulkan bei Sailor Moon ja auch schon in die Kiste der hypothetischen Planeten gegriffen hat. Aber gut, nun mein Fazit zu dem Musical. Es ist jetzt nicht überkrass und ich muss auch sagen, das Wrestling-Thema hat mich nicht interessiert und der Teil war auch etwas anstrengend anzuschauen, weil alle permanent durcheinander schreien. Aber es war natürlich trotzdem gut und ich finde es immer toll, wenn man neue Stories macht. Es war halt auch vergleichsweise kurz und da ist es ja klar, dass man das Ganze nicht so sehr ausbauen kann wie bei einem 2,5 Stunden Musical. Was ich aber richtig cool fand, war, dass Prince Demand nochmal wiederkommt und dass er den Senshi hilft. Außerdem gab es so ein paar Meta-Anspielungen, die ich ganz witzig fand. Zum Beispiel am Anfang, als Scorpion, also der böse Wrestler, auf die Bühne kommt, da kommt dann so die typische Bösewichtsmusik und der Kommentator kommentiert das dann auch mit die Melodie für die bösesten Schurken. Insider werden sie erkennen. Außerdem hat Demand ja hier auch den Zivilnamen Hikari Kurosuki. Und das ist erstens eine Anspielung auf die Schauspielerin, die heißt nämlich Hikari. Und zweitens, Kurosuki bedeutet halt schwarzer Mond, also Black Moon. Und auch 2 von Nibirus Leuten haben Decknamen, nämlich einmal Devil Miki, und Miki ist ja auch der Name der Schauspielerin, und White Crow Ado. Ado ist der Name der Schauspielerin und sie hat auch mal Sailor Led Crow gespielt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Nibirus Untergebene halt so gar keine Persönlichkeit haben. Ich würde es ja verstehen, wenn man zum 10-jährigen Jubiläum dann halt noch so bestimmte Schauspieler drin haben möchte, aber die meisten von diesen Minions waren halt nur in diesem Musical dabei, also war das jetzt wirklich nötig? Ich weiß es nicht. Aber naja, das ist jetzt auch hier Meckern auf hohem Niveau. Ich fand das Musical trotzdem cool. Und wer es sich anschauen will, ich werde wie immer einen Link in die Beschreibung packen, wo ihr es mit Untertiteln anschauen könnt. Alles klar, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mir auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.